Hallo meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu Crimes and Punishment Sherlock Holmes und zu einem weiteren Treffen mit eurem Gaming Dragon. Im letzten Part haben wir unsere Verhöre quasi weitergemacht und sind jetzt quasi auf einer Ausgrabungsstätte, wo wir weitere Spuren suchen wollen, um ein eventuelles Tatmotiv zu finden. Und da gehen wir jetzt natürlich mal an. So, danach. Ein bisschen klicken sollten wir auch mal, können sofort fahren. Das Blutbad, der dritte Fall. Fall Frustration. So, sehen wir uns hier mal noch mal fertig um. Da haben wir noch ein Regal mit ein paar Büchern. Und die Kokosnüsse, mit denen die Geräusche von reitenden Pferden nachahmten. Ein weiteres seltsames Ritual auf der alten Götter, die bösen Geister fernzuhalten, wenn die Menschen spürten, wie das dunkle Auge auf ihnen lastete, warfen sie alle Wertsachen ins Feuer. Schwarzafrikanische Stämme verbrannten Früchte, während die reichen Familien in antiken Rom keine Kosten scheuten und Silber oder Zinn schmolzen. Es gab keine Aufzeichnungen darüber, ob solche wertvollen Opfergaben danach zusammen mit der Asche entsorgt wurden oder ob man sie einen späteren Zeitpunkt wieder verwendete. So, wir haben noch einen Tisch. Tauroktoniedolch. Gottes Willen. Die Klinge, mit der Mitras die Taurokodie, die Tötung durchführte, war ursprünglich eine gekrümmter heiliger Dolch persischen Ursprungs. Die Krümmung kann von 5 bis 15 Grad reichen. Der Name des Dolches geht auf das persische Wort Sasmir zurück, das so wie das Schwert bedeutet. In der stark gekrümmten Schwertfamilie kann das Samilier und der Krummsäbel des Talwar und das Kiltisch der Pulvar und monogischen Säbel, um Gottes Willen. Die Legende des goldenen Dolches ist ein Schlüsselelement des Meteoras-Kultes. Es gibt soweit, dass manch einer im Hinblick auf den Dolch vom Heiligen Gral oder Meteoras Anhänger spricht. Der goldene Dolch ist jedoch mit einem Fluch belegt, der den Unwürdigen in den Tod stürzt und es wagt, ihn zu berühren. Okay. Der Meteoras-Kult war eine geheimnisvolle Religion, die vom 1. bis 15. Jahrhundert nach Christus römischen Reich war. Der Name persischen Gottes Metira, von den Griechen als Metiras übernommen, war verbunden mit der neuen ausgebildeten Bildsprache. Der Meteoras-Kult zeichnete sich unter anderem durch ein kompliziertes System von 7 Intentionsstufen mit rituellen Mahlzeiten aus. Die Initialen trafen sich in Untergrundtempeln, sogenannten Tieren, und denen der zahllos gab. Im berühmten Bild von Metiras zeigt ihn, wie er aus einem Felsen geboren und wird einen Stier getötet. Von einem Stier getötet und einen Stier tötet. Taurokotonie. Naja, Gesundheit.
Mal gucken, was haben wir noch? Ein Buch von Matthias Kult. Habe ich sonst noch irgendwas? Gucken wir uns weiter um. Dr. Watson. Da ist mal nix. Ziehen wir uns mal Richtung Ausgrabungsstätte um. Aha. Wir entdecken da etwas. Wir haben ein Fresko gefunden. Vulcan, the god of fire and metalworking. The Cyclops, a one-eyed creature helping Vulcan at the forge. Okay, wir haben etwas über ein Fresko gefunden. Ob uns das neue Erkenntnisse bringt, ich habe keine Ahnung. Mal gucken wir uns noch um, ob wir hier noch irgendwo versteckte Spuren finden. Das ist nix. Ah ja. Was haben wir da? I don't need the ropes for now. Excavating tools, a bucket, shovel and brush. Ah, ich glaube, die kann ich brauchen. Und zwar im Bad, weil da habe ich ein Metall, das ich so nicht aus dem Feuer bekam. Ist auf jeden Fall wichtig, dass wir das jetzt gefunden haben. It is a statue of Minerva. Super, wir haben irrsinnig viel gefunden. It is a broken statue of a bull. Oh, wir haben einen Stier gefunden. Ein bisschen mühsam ist das jetzt schon. This is the map of the site. We are at the heart of an old Roman city. The gastrofetes were used with ropes and hooks for sieges. The door has been left open. Someone did not care or was in haste. Grübel, grübel und studier, warum kommen wir nicht zu mir? So, das scheint irgendwie so eine Art Aufenthaltsraum. Da haben wir wieder Dokumente. Kelvin Hobbes.
und du kommt auch wohl sehr witzig vor. Ich muss euch wirklich lachen. Ich muss auch wirklich lachen. Als ihr Miss Derkins Notizen über Hartridens Tor eingefroren habt, aber da bald der Frühling ansteht und weil du das sogenanntes Gehirn eures wundersamen Dus bist, war ich dicht fast eine Traftades, die aktige griechische Armbrust und nicht Mittel gegen die Blähungen, die du wohl angenommen hast, nicht an. Sonst erzähle ich Mr. Wormwood alles, was ihr in den letzten Jahren getrieben habt. PS, ich habe Hobbs Thunfisch gegessen. Hahaha. Okay, irgendwas liegt doch in den Regalen, was... Was sehe ich mich schon wieder nicht? Ah, da. Sehr geehrter Lord Blackmore, direkter Termin zur Gregory Pickman hatten Beginn, als ich hier angefangen habe. Ein Ärgernis, nachdem sie jedoch eingeschritten sind, hat es sich zum Besseren entwickelt und ist jetzt durchaus eine Hilfe. Bisweilen kann es natürlich vorkommen, dass die Menschen seines Schlages mit der Arbeit von solch großen Bedeutung nicht umgehen können, weil ihnen die nötige Vision fehlt. In wenigen Wochen hoffe ich Ihnen eine gute Nachricht für den Thermen vom Strand Lane überbringen zu können. Ich stelle nämlich kurz vor der Entdeckung eines großartigen archäologischen Artefakts, ein Artefakt, das euch von eurer Partei im politischen Parkett eingesetzt werden könnte und die Stärke unserer Vorfahren eindrucksvoll darzulegen und es Königreich von jeglichen Gefahr zu schützen. Hochhausen für Sir Ronald Bentcliffe. So, wir haben da extrem nichts mehr. Da war wieder so Skizze. The gastrofets were used with ropes and hooks for sieges. This is a reproduction of an ancient Greek crossbow. This is a reproduction of an ancient Greek crossbow. This is a Es scheint so vorläufig alles gefunden habe, was hier noch zu finden gab. Mal vorläufig. This railway is used to remove rubble from the site. Oh, hier gibt's noch was zu entdecken. This wall was covered with mud recently. What could be hidden here? Irgendwie hat was bedeckt. Mal gucken.
So, wir haben's. Denke ich mal. I can see now. So. Frigidarium. It is located at the Roman Baths in London. Someone took the time to hide the fresco, but what for? I need to visit this place. So, wir haben die Wand gefunden. Also, wir haben jetzt wohl oder übel auch auf der Landkarte, glaube ich, jetzt einen neuen Punkt. Oder auch noch nicht. Also ich glaube, ich muss erst mit den Verantwortlichen wieder ein paar Wörtchen wechseln, damit ich wohl oder übel mehr erfahren kann. Aber zuerst werde ich wieder noch zur Therme in Lane gehen, weil ich glaube, ich habe jetzt das Tool, damit ich sehen wir uns mal noch die Herbeiführungen an. Letzte Expedition, finden heraus. So, hier hat sich aber noch nicht wirklich was geändert. Nee. Haut so noch nicht hin. Haut hier alles noch nicht so hin. So, also wieder zurück ins Bad. This area serves as Sir Rodney Bentcliffe's workshop. Okay, eine Tür, die ich... Oh, das nenne ich mal ein schönes Bad. Perhaps I could find some clues by activating. I should look for the answer at the excavation. Okay. Eigentlich nicht das, wo ich hin wollte, aber schön, dass wir das jetzt auch gefunden haben. Ich glaube, das ist auch dieses Bad, wo man halt quasi... So. Dann mal durchgehen. Da hinten ist jetzt die Schale. Und ich hoffe, ich kann da den The brazier is still burning. The heat here is extreme. I will need something to pick up this melted metal. I will need something to pick up this melted metal. Mano. Und ich dachte, ich hätte den Gegenstand. Mr. Holmes? Ich habe die Befürchtung, wieder mal irgendetwas zu übersehen. Und noch keinen Plan zu haben, was. Und mein Klingeln sagt mir wieder,
Wir haben einen super Breakdown, auch für diesen Part. Wir haben uns also aufgrund dieser Ausgrabungsstätte mehr als wunderbar angeschaut. Wir werden auf jeden Fall die nächsten Part wieder die Verdächtigen befragen, schauen, ob wir neue Erkenntnisse bekommen aus diesen Informationen, was wir gefunden haben, sehen, ob wir noch quasi weitermachen können. Ich verbleibe jetzt einmal, außer, wie gesagt, was noch zu sagen ist, Links zum allgemeinen Let's Plays und auch zu den abgeschlossenen Let's Plays unten in der Videobeschreibung. Ihr findet auch den Weg zum Lunk, der mit mir der Elder Scrolls Online Let's Play und auch hochlädt und mit mir zusammenarbeitet. Natürlich, und ja, in dieser Hinsicht verbleibe ich mal als euer Gaming Dragon mit dem heißen Feurio für diesen Part.